Okay, so we're diving now into Revelation 13. Ja, wir tauchen jetzt in Offenbarung 13 ein. And the whole chapter is dedicated to the description of the Antichrist. Das ganze Kapitel ist der Beschreibung des Antichristen gewidmet. And he will lead a massive revolt against God. Er wird einen gigantischen, gewaltigen Aufstand gegen Gott anführen. And 2 Thessalonians 2 tells us, 2. Thessalonicher 2 sagt uns, we're not going to go there yet, tells us that the day of the Lord will not take place until he arrives. ja, der 2. Thessalonicher 2 sagt, der Tag des Herrn wird nicht kommen, ehe der Antichrist aufgetreten ist. And it says that there is one Antichrist who is coming and there are many others. Ja, und das heißt, ein Antichrist wird kommen, aber es gibt viele andere Antichristusse. Matthew 24:15, Jesus says, when you see the abomination of desolation, Matthäus 24,15, wo Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht, spoken of by the prophet Daniel, ja, gesprochen, wovon Daniel, der Prophet, gesprochen hat, set up in the holy place, an heiligem Ort, then you know the end is near. dann wisst ihr, dass das Ende nahe ist. And so that's what we want to look at today. Ja, das wollen wir uns jetzt ansehen. Now, before we actually dive into Revelation 13, Bevor wir uns in dieses Kapitel versenken, there are other texts that we need to see to make it all fit together. ja, das sind andere Texte, die wir auch aufschlagen müssen, um zu sehen, wie alles zusammenpasst. So I'm going to try and do an overview of what the Bible says about the Antichrist. Ja, ich werde also versuchen, euch einen Überblick zu geben über das, was die Bibel über den Antichrist sagt. And so you've got the points in your outline. I'm going to kind of go through a 20-point outline here in the Ja. next two sessions. Ich habe also eine Aufstellung mit 20 Unterpunkten in euren Unterlagen. And Und die werden wir jetzt durchgehen. I'll do the best I can to make this thing hopefully somewhat clear. Ja, ich versuche mein Bestes, um es einigermaßen verständlich zu machen. Okay, so first of all, number one, the Antichrist will arise from a European confederation of 10 countries. Also erstens, der Antichrist wird auftreten innerhalb eines Verbundes, eines Verbandes von 10 europäischen Herrschern. So let's look at a couple of passages. Go with me to Daniel chapter 2. Daniel Kapitel 2. And really, at any moment, since you're a real pro on Daniel, please feel free to add, correct, or subtract what I'm going to say. Also, Okay? wenn du meinst, sei irgendwo nötig, dann ergänze oder korrigiere. So this book was written 600 years before Christ in Babylonia. Ja, Daniel, das Buch wurde geschrieben von Daniel selbst, 600 Jahre vor Christus. And this begins to make us feel that maybe the Antichrist will come from a European confederation. Und dieser Abschnitt lässt uns erwarten, dass der Antichrist wahrscheinlich aus einem europäischen Bündnis aufsteigt. So in Daniel 2, verse 31, we have a dream. Daniel 2, 31, da lesen wir von einem Traum. Okay, so, O king, you were looking, and behold, there was a king, great statue. The statue, which was large and extraordinary splendor, was standing in front of you, and its appearance was awesome. Du König, du sahst ein großes Bild, dieses Bild war gewaltig, sein Glanz außergewöhnlich, es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. So the king being spoken to here is Nebuchadnezzar. Der König, zu dem gesprochen wird, ist Nebukadnezar. Now, in the interpretation of the dream comes, well, okay, look at verse 32. Vers 32. There's a head made of fine gold, the breast and its arms of silver, its belly and thighs is bronze, its legs of iron and feet partly of iron and partly of clay. 32 und 33, sein Haupt war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz und seine Schenkel von Eisen und seine Füße teils von Ton, teils von Eisen, teils von Ton. So he sees this big statue with these parts of the statue. Ja, sieht also diese große Statue mit diesen Teilen. Now here's the interpretation. Und jetzt kommt die Erklärung. Verse 37. Vers 37. You, O king, are the king of kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power, the strength, and the glory. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. So he seems to be the head.
Er ist also das Haupt. And the historians confirm that Nebuchadnezzar was indeed the king of Babylonia. Ja, und die Historiker bestätigen, Nebukadnezar war König von Babylon. I should have read verse 38. Can you read verse 38? Ja, der Vers 38 gehört dazu. Und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. So you are the head. That's what Du it says. bist das Haupt. And we know that he was the king of Babylonia. So Babylonia is the head. Ja, Babylon ist also das Haupt. Verse 39, and after you there will arise another kingdom inferior to you. Vers 39, nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, niedriger als du. Well, history reveals to us that after Babylonia came the Medes and the Persians. Ja, und aus der Geschichte wissen wir, nach den Babylonier kamen die Meder und Perser. Around 500 BC. Ja, 538 vor Christus. And look, then, verse 39, another third kingdom of bronze, which will rule all the earth. Und immer noch Vers 39, ein anderes drittes Königreich von Erz, welches über die ganze Erde herrschen wird. So there's a third kingdom, and history tells us this was Greece. Ein drittes Reich kommt und gemäß der Geschichte war das griechische Weltreich. Alexander the Great conquered the Medes and the Persians. Ja, Alexander der Große besiegte die Meder und Perser. And then in 40, then there will be a fourth kingdom. Dann viertens, es wird ein viertes Königreich sein. As strong as iron, and as much as iron crushes and shatters all things, so like iron that breaks the pieces, it will crush and break all these in pieces. Stark wie Eisen, ebenso wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es dem Eisen gleich, welches zertrümmert, alle diese zermalmen und zertrümmern. Well, history tells us this was the Roman Empire. Ja, und aus der Geschichte wissen wir, das war das römische Weltreich. They followed Greece and conquered it. Sie folgten auf die Griechen, sie besiegten die Griechen. Now we go to the fourth, verse 44. Jetzt Vers Wait just a 44. sec, wait. I'm going a little too fast, maybe. Can you read 41 and 42 also? 41 und 42 noch zuvor. Und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast, es wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast und die Zehen und Füße, teils von Eisen und teils von Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Okay, just a second. See if I think I have a picture of this here. Can we maybe turn this on too? Can we turn on the PowerPoint again? So I'm sorry, my PowerPoint's in French. I didn't have time to translate it. Es ist halt französisch beschriftet, ich hatte keine Zeit, es zu übersetzen. So that gives you kind of a visual understanding of what's going on here, okay? Ja, der König hat einen Traum betreffend die 5 aufeinanderfolgenden Reiche. So let's go now to verse 44. I'm just going to try and make it quick. Also der Vers 44. And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewig nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. And that kingdom will not be left for another people. It will crush and put to end to all these kingdoms, but it will itself endure forever. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewig bestehen. So there's a fifth kingdom here that is described as such. Ja, da ist ein 5. Reich, das so beschrieben wird. Raised by God. Von Gott selbst aufgerichtet. It will never be destroyed. Es wird nie zerstört werden. So there will not be a sixth kingdom after that. Es wird also auf jenes Reich kein 6. It folgen. will never be invaded by others. Es wird nie von anderen erobert werden. It will break all the other Es kingdoms. wird alle anderen Reiche zerschlagen. Twice it says it is eternal. Zweimal wird gesagt, es sei ewig. So logic says this will be the last kingdom on earth. Ja, die Logik besagt also, es ist das letzte Reich auf Erden. And verse 45 says Vers 45 sagt, that God reveals to the king what must happen after this. ja, Gott hat dem König offenbart, was nach diesem geschehen wird. Okay, and I just added number 44 is the eternal kingdom. Ja, Okay, Vers so it's the 4 44. kingdoms plus the royal kingdom. Ja, The ein eternal. ewiges Reich.
Okay, so I went fast, but I hope that's sort of clear. Ja, das war schnell, aber ich hoffe, es war klar. Do you have anything to add to that, or are we okay? Okay, fine. Daniel chapter 7. Daniel 7. Now this time Daniel has a dream. Diesmal hat Daniel einen Traum, It was a vision, I should say. ja, ein Nachtgesicht. Almost identical to Nebuchadnezzar's in that he also describes Fast, kingdoms after Babylonia. fast identisch dem Traum Nebukadnezars, denn er beschreibt auch Reiche, die aufeinander folgen. But he gives additional details. Aber er bietet zusätzliche Einzelheiten. In this case, it's 4 animals. Es sind 4 Tiere. Okay, so hold on here just a second. Chapter 7, verse 1 through 3 is the vision, and verse 3 says, and 4 great beasts are coming up from the sea, different from one another. Ja, Vers 1 bis 3, das Nachtgesicht, und der Vers 3 sagt, und 4 große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, eines verschieden von dem anderen. So he sees 4 animals. Er sieht 4 Tiere. Verse 4, for the first one was like a lion. Vers 4, das erste war gleich einem Löwen. And it describes it here. Und dann wird der Löwe beschrieben. Verse 5, the second animal is like a bear. Vers 5, ein zweites Tier gleich einem Bären. And then verse 6, the third animal is a leopard. Dann Vers 6, das vierte Tier wie ein Leopard. And number 7, the fourth kingdom, verse 7, and after this I kept looking the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrifying and extremely strong, and it had large iron teeth. Vers 7, das vierte Reich, und nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark, und es hatte große eiserne Zähne und es fraß und zermalmte. Okay, this is French. I'm seeing it. These are the French ways of saying lion, bear, leopard, and a terrible animal. Ja, Löwe, Bär, Leopard und ein schreckliches Tier. Now, go with me to verse 8. Jetzt Vers 8. And it says that while I was contemplating, okay, wait, I should go back. Verse 7. Can you Vers read 7 7 noch and 8? einmal. 7 and 8. 7 und 8. Und nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark, und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte, und was übrig blieb, zertrabte es mit seinen Füßen, und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen, und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner Acht gab, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor, und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen, und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redete. Okay. Ja, Well, that's clear. das ist klar. Okay. So what do we have here? We've got a really interesting vision with a bunch of animals. Ja, wir haben also dieses Gesicht von 4 Tieren, And the fourth animal has 10 horns, und dieses vierte Tier hat 10 Hörner, and one horn takes away 3 horns. und ein Horn stößt 3 Hörner um. What does it mean? Was bedeutet das? I was hoping that you would tell us. No, just kidding, okay? Ja, warte, du erzählst? Nein. No, the answer is in verse 17. Die Antwort wird in Vers 17 gegeben. I love it when the Bible interprets the Bible. Ja, ich mag es. Ich bin so froh, wenn die Bibel selber sich erklärt. It says, these great beasts, which are 4 in number, are 4 kings who will rise from the earth. Diese großen Tiere, deren 4 waren, sind 4 Könige, die von der Erde aufstehen werden. So the question is, okay, now we know there are 4 kings, but what 4 kings? Ja, also jetzt wissen wir, die 4 Tiere sind 4 Könige, aber welche 4 Könige? Well, this is when we have to apply one of the key principles of Bible interpretation. Ja, und jetzt müssen wir dieses Schlüsselprinzip aller Bibelauslegung anwenden. Context. Kontext. So you look at the previous context and you see that we've already had a vision describing 4 nations. Ja, man schaut, was vorher stand, und wir hatten diesen Traum mit diesen 4 Reichen. So the probable conclusion is that the lion is actually Babylonia. Ja, und die naheliegendste Annahme ist, der Löwe ist Babel. The bear is the kingdom of the Medes and the Persians. Der Bär ist das Reich der Meder und Perser. The leopard is Greece. Der Leopard ist das griechische Weltreich. And the terrible animal is, well, we're going to interpret it the Roman Empire, but we'll come back to that. Und das vierte Tier ist das römische Reich. But it's a terrible, it's the eternal kingdom if you want, okay?
the eternal kingdom, Yeah. if you want. We'll come back to that. Es ist das it's the eternal kingdom. Well, I'm sorry, what did I just say? I'm sorry, the terrible animal is Rome. Ja. Yeah, right, exactly. Ja, not das the eternal kingdom. schreckliche Tier ist Rom. Thank you very much, okay. But now look at verse 19. Aber jetzt Vers 19. Because Daniel wanted to know the truth about the fourth animal, which was different from the others. Daniel, er begehrt Gewissheit über das vierte Tier, welches von allen anderen verschieden war. Because the fourth animal is the Roman Empire. Denn das vierte Reich ist das römische Reich. And so verse 19 says, then I desired to know the exact meaning of the fourth beast, which Ja. was different from the others. Eben Vers 19, ich begehrte Gewissheit über jenes Tier. Yeah. And so, look at verse 23 now. Dann Vers 23. Do you want to read it? Es heißt da, er sprach also, das vierte Tier, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, welches von allen Königreichen verschieden sein wird, und es wird die ganze Erde verzehren und sie zertreten und sie zermalmen. So it's a worldwide kingdom that's very cruel. Ja, es ist ein weltumspannendes Reich, das sehr grausam ist. Verse 24 tells us, Vers 24 sagt uns, You wanna read it? und die 10 Hörner aus jenem Königreich werden 10 Könige aufstehen, und ein anderer wird nach ihnen aufstehen, und dieser wird verschieden sein von den vorigen und wird 3 Könige erniedrigen. so this fourth kingdom, okay, will apparently be led by 10 kings. That's Ja, what it says. und dieses vierte Reich wird angeführt werden von 10 Königen. But then it tells us in verse 24 that another king will arise after them. Aber dann heißt es, dass nach diesen ein anderer König aufstehen wird. So after those other 10 kings we just saw, Ja, nach diesen 10. he will be different from them and he will bring down 3 of those Ja, kings. er wird verschieden sein von den ersten 10 und er wird 3 von ihnen erniedrigen. So you have 10 kings, 10 Könige, another king comes up, ein weiterer König Takes 3 steigt down. auf und erniedrigt 3. so you have 7 kings left. Also es bleiben dann 7 Könige. Verse 25. Vers 25. And he will speak out against the Most High and wear down the saints of the Highest One, and he will indeed to make alterations in times and in law, and they will be given into his hand for a time and a times and a half a time. Ja, und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen des Höchsten vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu verändern. Und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. So we find out about this guy that he's going to blaspheme God and persecute Christians. Ja, wer ist das? Er wird Gott lästern und die Christen verfolgen. He's going to even try and change the laws of nature. Ja, und er wird auch die Naturgesetze verändern. For a time, times, and half a time. Und zwar für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. There are many opinions as to what this means. Ja, es sind viele Meinungen da, was das bedeutet. So much detail here, I'm So sorry. viele Einzelheiten hier, es tut mir In leid. Revelation 12:14, the same expression of time is used to describe the woman Israel and also the dragon, Satan. Ja, in Offenbarung 12,14 wird die gleiche Zeitangabe gemacht, dort wo es um den Drachen geht, der das Weib Israel verfolgt. Later on, we're going to find out that the Antichrist is given power for 3.5 years. Ja, und dann später hören wir, dass der Antichrist Gewalt bekommt für 3,5 Jahre. So we saw this also in chapter 9, verse 27 yesterday, briefly. Ja, und wir sahen das auch gestern in Daniel 9,27, ganz kurz. So it's probably a reference to 3.5 years. Ja, es geht also um 3,5 Jahre. Verse 26, but the court will sit for judgment and his denomination will be taken away, annihilated and destroyed forever. Vers 26, aber das Gericht wird sich setzen und man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. So it's interesting that his kingdom will fall forever. Ja, sein Reich wird für immer untergehen. And verse 27 is amazing. Und Vers 27, das ist überraschend verwunderlich. You can read it. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen. So when we find out that after this horrible, cruel person and kingdom, Wir hören hier also, dass nach diesem schrecklichen Reich und diesem grausamen it will Herrscher be destroyed es wird zerstört werden and there will be a new eternal kingdom, und dann kommt ein ewiges Reich, in which the Lord will be king. in welchem der Herr König ist.
Okay, so those are the facts. Ja, das sind die Fakten. How do we make sense of all this? Ja, und was für einen Sinn gewinnen wir daraus? So many Bible students believe that these kings are a reference to a new united Europe, Ja, or a viele reconstituted Roman Empire. Ja, viele Ausleger, die sehen hier ein vereintes Europa. Das ist das neue römische Reich. Yeah, from which the Antichrist will Und aus arise. diesem Reich steigt der Antichrist auf. So could this be true or not? Is this why do we conclude this? Ja, ist das möglich? Ist das wahrscheinlich oder nicht? So we know that Warum folgen wir das so? in Matthew 24, we know that Jesus said that all of this is going to happen after him. In Matthäus 24, daraus wissen wir, all diese Dinge werden geschehen nach ihm. And he called it the abomination of desolation. Und nennt das den Gräuel der Verwüstung. He said that it would be distressed like the world had never experienced Und before. sagt, es wird eine Drangsal sein, wie die Welt nie erlebt hat. And in verse 30 of Matthew 24, followed by the return of Christ. In Matthäus 24, 30, dort kommt die Wiederkunft Christi. So from what we read in Matthew 24, it really looks like he's describing the end of time. Ja, also Matthäus 24 muss dann doch wohl so verstanden werden, dass er das Ende der Zeit beschreibt. And he said that it was according to what Daniel had said. Und zwar entsprechend den Weissagungen Daniels. In 2 Thessalonians 2, Paul was still waiting for this Ja, day. in 2. Thessalonicher 2 sehen wir, dass Paulus immer noch sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen. And we find out here, and it says it, that this kingdom will be followed by an eternal kingdom. Und wir haben das hier gelesen, dass jenes Reich, dieses böse Reiches, wird abgelöst werden durch das ewige Gottesreich. So if you take the millennium literally, which I do, Und wenn du das Millennium buchstäblich verstehst, so wie ich es tue, yeah, and followed by heaven forever, worauf dann die neue Schöpfung, ein neuer Himmel, neue Erde ewig it just folgen werden. it fits with a literal reading of the book of Revelation. Ja, das passt alles zusammen mit einem buchstäblichen Verständnis des Buches der Offenbarung. Now, the problem is Rome in all of its history never had 10 rulers. Aber das Problem ist, Rom hatte in seiner ganzen Geschichte nie 10 Herrscher. See, because historically the fourth kingdom is Rome. Denn das vierte Reich ist Rom. So if Rome is being followed by the eternal kingdom, Also wenn auf Rom das ewige Reich folgt, aren't we supposed to see Rome come back? bedeutet das dann nicht, das römische Reich wird wieder erstehen? Well, yes. So the question is, will it actually be Rome or something that looks like Rome in Europe? Ja, die Frage ist, wird es wirklich Rom sein oder etwas in Europa, das wie Rom aussieht? And that's why when Europe became the European community, everyone who is a biblical scholar was going, whoa, this is kind of weird. Ja, und darum als der europäische, diese EW und wie es vorher hieß, EWG und so weiter, als es dann zur Europäischen Union wurde, haben alle Bibelleser gesagt, oh, das ist ja spannend, was hier geschieht. So we're not saying that we're absolutely sure, but I mean, it does kind of look pretty interesting. Ja, also wir sagen nicht, es ist ganz sicher so, aber es ist doch sehr And you were interessant. saying the other day that if you take the non-original countries away from the European community, you're almost the ancient Rome geography. Right? Also wenn man die nordeuropäischen und die osteuropäischen EU-Staaten wegnimmt, haben wir fast wieder den Umfang des alten römischen Reiches. Okay, so I'm sure there's a ton of questions on that, but anyway, I hope you get a general feel of why we've concluded what we've concluded here. Ja, das weckt natürlich alles eine Menge Fragen, aber ich hoffe, ihr habt so einen Eindruck bekommen, was hier so die Hauptaussage ist. So that was point 1 out of 20 points. Ja, das war also Punkt Nummer 1 von 20 Punkten. Are you still awake? Seid ihr noch wach? Are you following? Seid ihr noch dabei? Do we need to do exercises or are you okay? Oder müssen wir here, okay? aufstehen, ein bisschen Okay. uns bewegen? Zwei. Zweitens. Okay, wait, what did I do here? Okay, number 2. I don't know if this is going to be helpful right now, so let me just see. Hold on. Don't look at that, just, listen to us. Ja, nur hinhören, nicht dorthin schauen. Daniel chapter 9, Daniel 9, verse 24 through 27. die Verse 24 bis 27. So my second point is the Antichrist will be on the scene for 7 years. Ja, also mein zweiter Punkt ist der Antichrist wird 7 Jahre tätig sein. Would you like to read 24 through 27? Ja, wir lesen die Verse 24 bis 27. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben.
So wisse denn und verstehe. Vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Thank you. Verse 24. Vers 24. Daniel receives and then passes on to us the following prophecy. Ja, Daniel empfängt und reicht weiter diese Weissagung für uns. 70 weeks have been decreed for your people. Ja, 70 Wochen sind für oder über dein Volk bestimmt. And your holy city. Und deine heilige Stadt. So he's saying at the end of 70 weeks, am Ende der 70 Wochen 6 things would happen to the Jewish people and to the holy city Jerusalem. Ja, werden 6 Dinge mit dem Volk der Juden und der heiligen Stadt Jerusalem geschehen. And this would mark the end of God's program on earth. Und das ist das Ende von Gottes Programm mit der Erde. He says, number 1, there would be a cessation of transgression. He would finish transgression. Ja, erstens, die Übertretung wird er zum Abschluss bringen. To make an end of sins. Und er wird den Sünden ein Ende machen. To make atonement for iniquity. There would be atonement for iniquity. Ja, es wird also Sühne sein für Ungerechtigkeit, Sühnen. Number 4, there would be the arrival of eternal justice. Viertens, es wird ewige Gerechtigkeit eingeführt. 5th, there would be the vision of the seal of the prophet, of the prophecy. Ja, und fünftens, Gesicht und Propheten werden versiegelt. And the most holy place would be anointed. Und das Allerheiligste wird gesalbt. Okay, so this is apparently marking the end of time. Ja, das markiert das Ende der Zeit. But he said it would happen after 70 weeks. Das wird geschehen nach 70 Wochen. So how do we understand the word week? Wie verstehen wir hier das Wort Woche? Well, the Jewish people would have understood the word week as weeks of years. Ja, und ein Jude würde hier unter Wochen, Jahrwochen verstehen. Now, my Hebrew is not very good, but I believe that the word for a week is Shabua. Ja, Shabua is a week. Okay, and that literally means period of 7. Ja, und Shabua heißt einfach eine Siebenheit. And Leviticus 25:8 confirms this. Ja, und 3. Mose 25:8. 25:8 gibt es ja gar nicht. Also 25:8. And it's talking about the Jewish Jubilee. Ja, dort geht es um das Jubeljahr. And it says, you shall number 7 Sabbaths of years. Ja, und dort steht, du sollst 7 Sabbate von Jahren zählen. So that would be 7 times 7 years, Ja, which is 49 years. Das sind 7 mal 7 Jahre, 49 Jahre. So each week that Daniel speaks of here are actually periods of 7 years. Ja, also jede Woche, die Daniel nennt, das sind jedes Mal 7 Jahre. So, hold on. Okay, let's stop right there, okay? Verse 25. Vers 25. Daniel says in verse 25, so you are to know and discern that from the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah, there will be 7 weeks and 62 weeks it will be built again with plaza and moat in the end times of distress. Ja, also Daniel soll wissen vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Okay, now the details are important here. Die Einzelheiten dazu. He says that between the decree that Jerusalem would be rebuilt, Ja, vom Ausgehen dieses Dekrets, dieses Wortes, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden solle, until the Messiah, bis auf das Kommen des Messias, there would be 7 weeks plus 62 weeks.
würden 6 Wochen plus 62 Wochen verstreichen. That's a total of 69 Das sind weeks. 69 Wochen. If 1 week is 7 years, Wenn eine Woche 7 Jahre ist, then the calculation means we're talking about 483 years. ja, das sind 483 Jahre. So Daniel is saying there would be 483 years. Ja, es wird also 483 Jahre dauern, 483 483, between the decree to rebuild Jerusalem and the Messiah. ja, zwischen dem Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen, bis auf den Messias. Question. Frage. When was the decree for the reconstruction of Jerusalem? Ja, wann promulgated? ging dieses Dekret aus, Jerusalem wieder aufzubauen? Well, that was given by Artaxerxes in Nehemiah 2:1. Ja, Nehemia 2,1 berichtet davon, dieses Wort ging aus von Artasasta oder Artaxerxes. And also verse 8b. Auch Kapitel Nehemia 2, 8b. In the month of Nisan during the 20th year of Artaxerxes' reign. Ja, und zwar im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung des Königs Artasasta. So we know the date. It's actually 450 BC. Ja, das war im Jahr 450 vor Christus. So if you take the date of 450 BC, Wenn du also von 450 vor Christus ausgehst you add the 483 years we just talked about. und dann zählst du dazu 483 Jahre, That's the verse of 25. das ist der verse Vers 25. 25, You arrive at 33 AD. ja, dann kommt man ins Jahr 33, That's actually the Unserer date, Zeitrechnung. 33 AD. das Jahr, Which is 33. probably the date that Jesus entered Jerusalem triumphantly on a donkey to be proclaimed as ja, Messiah. das war das Jahr, das Datum, an dem Jesus auf einem Esel in Jerusalem einritt und dort als Messias It happened begrüßt wurde. during the time of the Jewish Passover, year 33. Es war während der Passa-Woche des Jahres 33. So this is like really cool. Ja, okay? das ist doch großartig. This is why I love prophecy so much. Ja, darum gefällt mir Prophetie. Because verse 25 says that 483 years would happen Denn der Vers 25 sagt, 483 Jahre werden verstreichen between the decree to rebuild Jerusalem zwischen dem Dekret, Jerusalem aufzubauen, and the Messiah. und dem Messias. Well, you land right on Jesus Ja, Christ. und dann kommt genau, punktgenau auf Jesus. Now that's Jesus Christus. cool, I think. Das ist großartig. Okay? Now, verse 26. Jetzt der Vers 26. After the 62 weeks, Und nach den 62 Wochen the Messiah will be cut off and have nothing. wird der Messias abgeschnitten werden und nichts haben. And the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird sein durch die überströmende Flut. So we find out that after those 62 weeks of 7 years each, Ja, nach diesen 62 Jahren von je 7 Wochen von je 7 Jahren. which follows the first week of 7 years mentioned in verse 25, Ja, also das sind zuerst diese 7 Wochen, die im Vers 25 genannt werden. Dann folgen darauf 62 Wochen. for a total of 483 years, Ja, das sind also 69 Wochen, 483 Jahre. the Messiah will be cut off. Wird der Messias abgeschnitten werden. That's exactly what happened. Und genau das ist passiert. He got crucified just after he entered Jerusalem in the year 33. Ja, er wurde gekreuzigt in Jerusalem im Jahr 33. Ah, And by the way, abgeschnitten, that is the technical term used for the death penalty under the law. Oh. It is the verb kerit, karat, and in the so-called Hoffallstem. Interesting, Hokrat. okay. So he will be cut off according, that's a penal term Wow, interesting. from Deuteronomy. Okay, so he's really going to die. Yes. Okay, very cool. Okay, very, very, very cool. So now, verse 26b, middle of the verse. Also, der Vers 26, in der Mitte des Verses, A new person arrives on the scene. da kommt plötzlich noch eine Person dazu. And the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. Ja, das Volk des kommenden Fürsten wird Stadt und Heiligtum zerstören. And its end will come with a flood. Even to the end, there will be war, desolation are determined. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. And talking about this person, he says, verse 27, he will make a firm covenant with the many for 1 week. Ja,
Und dann Vers 27, er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. So that's 7 years. Das sind 7 Jahre. But in the middle of the week, he will put a stop to sacrifice and grain offering. Aber in der Mitte der Woche wird der Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. And on the wing of abomination will come one who makes desolate. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Even a complete destruction. Und zwar vollständige Vernichtung. One that is decreed, it's poured out on the one who makes desolate. Ja, etwas Festbeschlossenes, das über das Verwüstete ausgegossen wird. So we find out that this new person arrives on the scene. Ja, da tritt also eine neue Person auf. He will destroy the city and the sanctuary. Er wird Stadt und Heiligtum zerstören. It will be devastating and there will be a war. Und er wird verwüsten, es wird Krieg geben. Verse 27 gives further details about this coming leader. Ja, und über diesen kommenden Fürsten, von dem Vers 26 schon spricht, We just read, gibt uns weitere Einzelheiten im Vers 27. So we know he's a leader. Er ist ein Fürst, ein Führer. He will make a firm covenant Er macht einen festen Bund with many, it says. mit den vielen oder vielen. We'd already talked about this. So at some point, this figure is going to make some kind of peace treaty here. Ja, also diese Gestalt wird hier eine Art Friedensvertrag schließen. And it tells us in verse 27, it's for a week, so it's for 7 years. Ja, für eine Woche, 7 Jahre. And at the beginning of the period of the Great Tribulation, this is the Antichrist probably. Und das ist zu Anfang der Drangsalzzeit, das ist der Antichrist. So yeah, I'm summing this up. So what are we saying here? Ja, ich gebe hier also nur die Summe der Geschehnisse. We're kind of coming back into Revelation here, and so we're finding out that there will be this man, probably the Antichrist here. Und das führt dann über zum Buch der Offenbarung, also da wird dieser Mann sein, diese eine Gestalt. Head of this kind of European Confederation. Und er wird das Haupt sein dieses europäischen Bundes. Makes a solid peace with Israel for 7 years. Er wird mit Israel diesen Bund schließen für 7 Jahre. Time of economic boom and prosperity. Ja, und das wird dann zu wirtschaftlichem Aufschwung und Wohlfahrt führen. Now we're going down our points. Number 4. Jetzt kommt viertens, unser vierter Punkt. Now the Antichrist will break the covenant after 3.5 years. Aber nach 3,5 Jahren wird der Antichrist den Bund brechen. He says that in verse 27 in the middle of the week. We've already talked about this. In der Mitte der Woche wird das geschehen, Vers 27. Yeah, he will make the sacrifice and offering cease. Ja, er wird Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Well, of course, when he proclaims himself God in 2 Thessalonians 2, the sacrifices will stop. Ja, wenn er sich gemäß 2. Thessalonicher 2 als Gott ausgibt, dann muss natürlich alles Opfern aufhören. And he will create an abominable thing, it says here. Und er wird hier einen Gräuel aufstellen, heißt es hier. He's going to do something horrific. Er wird also etwas Gräuliches, Schreckliches tun. Now, number 5, the fifth point, the Antichrist will appear on the earth in a period future to us. Let's just talk about this 1 second and then we'll take a break. Ja, und dann der 5. Punkt ist der Antichrist wird auftreten zu einem Zeitpunkt, der nach uns kommt. So we're talking about this last week of 7 years in verse 27. Ja, wir sprechen also von dieser letzten Woche von Daniel 9, 27. But when does that week happen? Wann wird diese Woche beginnen? I mean, between Daniel and Jesus and now, how do we do this? Ja, zwischen Daniel und Jesus und jetzt, also wie passen wir das ein? Well, Matthew 24, Jesus says clearly that this is future to him. Ja, in Matthäus 24, dort sagt Jesus deutlich, das ist aus seiner Sicht noch zukünftig. So, but you go, yeah, but John, we've been waiting 2,000 years Ja, for aber this now. John, wir warten schon 2000 Jahre drauf. Is there really 2,000 years lapse between the 69th week and the 69th week of the death of Jesus and the last week of 7 years when this happens? Ja, kann es denn sein, dass da eine Lücke von 2000 Jahren besteht zwischen der Kreuzigung Jesu, Daniel 9,26, und dieser letzten Jahrwoche? So this is a little, complicated. I get this, okay? Ja, ist ein bisschen kompliziert, ja. So let me sum it up. Verse 24 Also ich fasse says zusammen. there are 70 weeks total. Ja, Vers 24 sagt, es sind insgesamt 70 Wochen. Verse 25 says there are 7 weeks plus 62 weeks, which is 69 weeks. Ja, Vers 25 sagt, es sind 7 Wochen und 62 Wochen, das macht 69 So Wochen. there's 1 week missing. Es fehlt noch eine Woche. Verse 27 gives us the week. Und der Vers 27 bietet diese 7. Woche, 70. Woche. Did that week already happen or is that week later on? Ja, ist diese Woche schon abgelaufen oder kommt sie erst noch?
I'm trying to make this short. Ich versuche es kurz zu machen. So obviously we've already said this. Several elements in the prophecies have clearly not come to place yet. Ja, viele Elemente der Weissagung haben sich noch nicht erfüllt bis heute. There has not been an Antichrist type king from Rome who would have made a 7-year deal with the Jewish Da people. ist noch kein Typus wie ein Antichristus aus Rom aufgestanden, der einen Bund schließt, einen 7-jährigen mit den Juden. We have not yet seen a break of a covenant after 3.5 years. Und das haben wir auch noch nicht erlebt, dass ein Bund, ein 7-jähriger, nach 3,5 Jahren gebrochen worden wäre. We've not seen a world type of Antichrist figure doing abomination in the temple. Ja, und wir haben auch nicht gesehen, dass eine Gestalt, ein Antichrist mit weltweitem Einfluss, einen Gräuel aufgestellt hat im Tempel. For this to happen, the Jews have to be back in their country and the temple rebuilt. Ja, und damit das geschehen kann, müssen die Juden im Land sein und der Tempel wieder erbaut werden. So the whole question is, are verses 26 and 27 future to us still or not? Sind diese Verse 26, 27 noch zukünftig oder nicht? I think it's future to us because it fits perfectly with Revelation 13. But that's only 27. Pardon me? Because you said 26 and 27. 27. Yeah, only 27. Okay, I'm sorry. 27 fits perfectly ja, also nur with Revelation 13. Ja, nur Vers 27 passt exakt, stimmt exakt überein mit Offenbarung 13. So my conclusion is that this mysterious person who's unnamed here in Daniel 9 Also meine Schlussfolgerung ist darum die, dass diese mysteriöse Gestalt von Daniel 9, 26 und 27 is the Antichrist that will come up at the end of time in Revelation 13. ja, der Antichrist ist, der am Ende der Tage auftreten wird, Offenbarung 13.